meine Damen und Herren, wir dürfen Sie heute herzlich begrüßen im Namen der Gütegemeinschaft Kunststofffenster Profilsysteme zu unserer Wissensplattform Technologie Forum Zukunft. Wie Sie am Vorspann gesehen haben, heute nicht aus Bonn, heute aus Karlsruhe, um genauer zu sein, aus dem Foyer unseres Mitgliedsunternehmens, dem Systemgeber Aluplast GmbH. Was erwartet Sie heute zu unserer dritten Veranstaltung? Alles Wissenswerte rund um die Oberflächengestaltung von Kunststofffenstersystemen. Und was Sie im Detail erwartet, das wird Ihnen nun Frau Könsken vorstellen. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite, liebes Publikum. Also zum einen erwartet Sie zunächst mal 2 Impulsvorträge zum Thema farbliche Gestaltung von Kunststofffenstern bzw. dem Designobjekt Kunststofffenster. Und daran schließen wir eine Podiumsdiskussion an. Dort geht es darum, was der Markt erwartet. Wir haben da eine Umfrage unter Verbraucherinnen, Verbrauchern und der Wohnungswirtschaft vorgenommen und dann leiten wir damit in eine hoffentlich spannende Diskussion über mit Vertretern von Systemhäusern, Architektur, Fensterbau und Folienherstellern. Und abgerundet wird das Programm dann noch mit Videobeiträgen passend zum Thema heute. Ja, liebes Publikum, auch Sie dürfen wie immer mitwirken an der Veranstaltung, indem Sie uns Ihre Fragen stellen über das Chatformular. Wenn Sie eingeloggt sind, direkt rechts neben dem Livestream, können Sie uns Ihre Fragen zusenden. Sollten Sie irgendwelche technischen Probleme haben während der Sendung, wenden Sie sich vertrauensvoll telefonisch an unsere Geschäftsstelle. Dort erwartet Sie Frau Quiel. Telefonnummer ist die 0228 für Bonn. 766 7654. Die Nummer finden Sie aber auch nochmal unterhalb des Livestreams. Ja, und heute begrüßen wir auch erstmals unsere englischen Zuschauerinnen und Zuschauer. Herr Elias aus der Geschäftsstelle übernimmt dankenswerterweise die englische Simultanübersetzung. Also ein schönes Dankeschön und herzliche Grüße nach Bonn. Ja, das war es soweit schon mal zum Programm und zum Organisatorischen. Und jetzt gebe ich zurück zu Herrn Feigenbutz. Ja, vielen Dank, Frau Könsken. Kommen wir gleich zu unserem ersten Impulsvortrag. Wir haben ja 2 Impulsvorträge, wie bereits angekündigt wurde. Wir werden im ersten Impulsvortrag uns alle auf einen gemeinsamen Stand bringen, auf den Stand der Technik. Wie funktioniert das Ganze? Was gibt es für technische Lösungen für die Oberflächengestaltung? Und wie sieht es denn mit dem Thema Nachhaltigkeit aus? Für diesen Vortrag haben wir 2 Experten gewinnen können. Ich präzisiere mal, eine Expertin und einen Experten. Frau Saskia Aschenbach aus dem Hause Rehau. Sie leitet dort das Kompetenzzentrum Materialprüfung und Qualität. Und wir dürfen Herrn Michael Janning begrüßen als unseren zweiten Experten aus dem Hause Celotec, gehört zur Laumann-Gruppe. Celotec ist ein Unternehmen, was neuartige neue Dekorfolien entwickelt und auch produziert, insbesondere für den Baubereich. Dann darf ich an Sie beide übergeben und freue mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Herr Feigenbutz. Ja, wir dürfen einen ersten Einblick geben, was Gestaltung von Kunststofffenstern angeht. Und nichts prägt eine Gebäudehülle so sehr wie die farbliche Individualisierung. Und dazu gehört auch insbesondere das Thema Fenster. Und wir möchten einfach kurz mal damit einsteigen, was sind die 3 Haupttechnologien, um Kunststofffenster individuell zu gestalten. Die Hauptanwendungstechnik ist die Kaschierung. Mittels einer Dekorfolie wird eine gewisse Optik, Haptik erzielt, die auf das Profil aufgebracht wird. Vorteile sind, wir können unendlich viele verschiedene Designentwürfe, Haptik, Strukturen nachstellen, aber auch Universalfarben. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, es ist weit verbreitet, es geht auch auf andere Objekte der Außenhülle zu applizieren, also dementsprechend Garagentore oder ähnliches. Dann gibt es die Technologie der Lackierung. Lackierung ist vielleicht dem einen oder anderen noch aus dem Holzbereich bekannt, etwas mühselig. Für den Kunststofffensterbereich hat man diese Mühseligkeit abgeschafft. Wenn man einmal lackiert hat, muss man diese Lackierung nicht erneuern, weil das Kunststofffenster einfach von Natur aus witterungsbeständiger ist und auch die Farbe dadurch besser hält.
Meistens wird auf wasserbasierenden Lacken gesetzt, die vorrangig alle Unifarbtöne abbilden können, aber auch insbesondere schön die Metallic-Effekte hervorbringen und natürlich auch gewisse Strukturen zulassen. Auch hier ist der Vorteil, wenn man zum Beispiel eine Stahltür hat oder eine Aluminiumtür, kann man natürlich die Kunststofffenster dementsprechend gut in das Designpaket einbinden. Und es gibt die Variante Aluminium-Vorsatzschale. Das sind Schalen, die pulverbeschichtet werden oder lackiert werden, meistens in Unifarbtönen, eher im matten Bereich. Und diese werden nachträglich auf das Fenster aufgeklipst, sodass man im Endeffekt nochmal von außen eine metallische Oberfläche sieht, in gewisser Farbgebung. Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Es gibt natürlich auch noch wesentlich mehr verschiedene Technologien, um Kunststofffenster farblich zu gestalten. Das sind jetzt mal die 3 Hauptkategorien. Die Gütegemeinschaft hat sich im Rahmen dieses Vortrags natürlich auch mal Gedanken gemacht, wie können wir Ihnen einen Einblick geben in die Welt der Farbe und hat dazu ein entsprechendes Video entwickelt, um mal hinter die Kulissen in die Produktion zu schauen. Und ich denke, das könnten wir uns jetzt einmal anschauen. Video bitte ab. Nun lernen Sie die verschiedenen Lösungen zur Oberflächengestaltung von Kunststofffenstern kennen, die die Folienhersteller und Hersteller von Kunststofffensterprofilen in der Gütegemeinschaft Kunststofffensterprofilsysteme anbieten. Beginnen wir mit dem klassischen Folienkaschieren, auch Laminieren genannt. Das Video zeigt eine Profilkaschieranlage, die die Dekorfolie gleichzeitig von 2 Seiten auf dem Profil verklebt. Unter UV-Licht wird der Primer zunächst gleichmäßig auf das Profil aufgetragen. Im nächsten Schritt wird er mit Hilfe von Heißlüftern abgetrocknet. Damit der Heißkleber später optimal auf dem Kunststoffprofil haftet, wird dieses vorher per Heizstrahler erwärmt. Nun wird die Folie mit Klebstoff versehen und auf das Profil aufgetragen. Kleinere und größere Andruckrollen sorgen abschließend dafür, dass die Folie fest an das Profil gepresst wird und optimal hält. Die Farb- und Oberflächenvielfalt ist riesig. Sie umfasst unter anderem auch den Holzfenster-Look. Kommen wir zu den PMMA-Beschichtungen. PMMA steht für Polymethylmetacrylat, umgangssprachlich bekannt als Acrylglas. Mittels Co-Extrusionsverfahren werden der weiße PVC-Grundkörper und das farbige Acrylglas miteinander verschmolzen. Somit fungiert das Kunststoffprofil als Trägermaterial, während die dünne Acrylglasschicht die Farbgebung der Profile sichert. Zur Veredelung wird durch den richtigen Schliff eine seidenmatte Oberfläche erzeugt. Oder Sie entscheiden sich für einen Metallic-Look. Werfen wir einen Blick auf die Oberflächenlösung Aluminium-Deckschalen. Nachdem die Ecken der ersten beiden Deckschalen ausgestanzt wurden, werden sie nacheinander auf das Kunststofffenster aufgeklipst. Als nächstes wird der Abstand der Gegenstücke ausgemessen und passend zugeschnitten. Abschließend werden die beiden zugeschnittenen Alu-Deckschalen aufgeklipst. Kommen wir nun zu den lackierten Oberflächen. Nachdem der Lack vorbereitet wurde, kann der Lackierprozess beginnen. Dieser besteht aus 3 Schritten. Zunächst wird die Fensteroberfläche aktiviert. Entweder geschieht dies manuell oder automatisiert mittels Plasmatechnologie. Schritt 2 ist die eigentliche Lackierung. Diese erfolgt am Profil in einem speziellen Vakuummat oder in einem Flächenspritzautomaten. Alternativ kann auch der Gesamtrahmen lackiert werden. Dies geschieht manuell oder mit Hilfe eines Lackierroboters. Zuletzt wird die Lackierung getrocknet. Das dauert an der Luft etwa 4 Stunden oder ist durch die forcierte Trocknung in 12 Minuten möglich. Das Farbergebnis deckt verschiedene Farbstandards ab, ist vielfältig und reicht von strukturierten bis Metallic-Oberflächen. Dabei kann der Lack einseitig, beidseitig oder rundherum auf das Profil aufgetragen werden. Egal für welche der 4 hier gezeigten Oberflächenlösungen Sie sich entscheiden. Die Farbvielfalt und Oberflächenstruktur ist nahezu grenzenlos und in den meisten Fällen nach RAL GZ 716 gütegesichert. Ja,
Wir haben jetzt in dem gerade gesehenen Video gesehen, welche Technologien es gibt, Oberflächen von PVC-Fensterprofilen zu gestalten und wollen jetzt im Folgenden intensiver auf die Haupttechnologie eingehen. Und die bedeutet, wir haben eine Folie, die wir aufs Profil bringen und diese Folie hat halt die Funktion, das Ganze farblich zu gestalten. Und wir müssen also ein bisschen unterscheiden. Wir haben halt die unifarbigen Profile. Wir haben Profile, die haben Holzdekor oder Fantasiedekor. Da gibt es viele Möglichkeiten. Stein, also Holz ist eigentlich am weitesten verbreitet. Das sind dann entsprechende Drucke. Und wir können diesen Folien Strukturen verleihen. Das heißt, unifarbig mit einer Struktur oder ein Holzdekor mit einer Struktur. Bei den Folien selber gibt es verschiedene Technologien. Die Haupttechnologie sind laminierte Folien. Dort haben wir eine Basisfolie auf PVC-Basis, die eingefärbt ist und darauf kommt eine transparente Schutzschicht aus PMMA oder PVDF und das Ganze hat dann eine Struktur. Bei den Druckdekoren, bei den laminierten Folien, ist halt die Basisfolie bedruckt und dann transparent abgedeckt mit einer PMA oder PVDF-Schicht. Auf der anderen Seite gibt es lackierte Folien. Das ist eine Direktlackierung der Folie. Das hat nichts mit der Lackierung zu tun direkt auf dem Profil, sondern hier ist die Folie quasi spezial lackiert. Hier haben wir eine Basisfolie. Das ist mehrheitlich PVC. Es gibt aber auch andere Kunststoffe. Da wird ein pigmentiertes Lacksystem aufgetragen und das System wird dann strukturiert. Es gibt andere Verfahren, da wird auch ein transparenter Klarlack aufgebracht und dann bildet das die Oberfläche. Oder bei den Druckdekoren ist es halt so, wir haben eine Basisfolie, die wird bedruckt und dann wird noch ein transparentes Lacksystem aufgetragen und dann strukturiert. Im Bereich der Kaschierung haben wir ja schon kleine Ausschnitte in dem Video gesehen. Es clustert sich im Endeffekt in 4 Bereiche, angefangen mit dem Einlauf. Also wir haben ein Kunststofffenster, was an sich keine Gestaltung benötigt, weil es witterungsbeständig und langlebig von Natur aus ist. Aber ums Individualisieren wird es nochmal gesäubert, dann vorbereitet, sodass wirklich auch die Kaschierfolie mit dem Klebstoff dann verheiratet werden kann. Auf dem Profil dann entsprechend an die Profilraumform angepasst wird und am Ende das Ganze abgestapelt wird, sodass ein Fensterbauer daraus dann ein Fenster bauen kann. Das so ganz grob vom Prozessaufbau. Hauptfaktoren sind im Endeffekt das Hauptprofil, das weiße Grundprofil, die Erwärmung, der Klebstoff und die Folie. Und dieses Zusammenspiel ist halt wichtig, dass dieses funktioniert, weil natürlich die Langlebigkeit der Fensterprofile gegeben sein muss. Und Fenster ist 40 Jahre oder mehr eingebaut. Dementsprechend sollte natürlich auch die Folie halten, beziehungsweise die Farbgebung immer noch gut aussehen, weil man ja darin lebt und sich seine individuelle Gestaltung wünscht. Genau, und wichtig ist dabei halt auch, dass man exakt die Raumform abbildet, nicht, dass es zu Blasen kommt oder zu Fehlstellen kommt, die dann einfach optisch nicht schön aussehen. Dementsprechend legt man viel Wert in dem Prozess der Folierung. Wichtig ist uns als RAL-Gütegemeinschaft natürlich auch, dass alle Komponenten gütegesichert sind, also einer gewissen Qualität entsprechen und aber auch der Prozess Güte überwacht wird, also entsprechend Prozesssicherheit vorhanden ist, sodass man wirklich kontinuierlich ein gutes Ergebnis erzielt. Und dabei setzt man halt auch auf Produktionskontrollen innerhalb der Partnerfirmen bei den Komponenten als auch bei den fertig erzeugten Profilstangen oder Fensterprofilen. Genau, wie sieht es denn aus im Bereich der Folienkaschierung? Genau, bei der Folienkaschierung ist die Oberfläche halt das, was der Umwelt ausgesetzt ist. Das heißt, eigentlich das wichtigste Kriterium ist hier Bewitterung. Und diese Bewitterung, die prüfen wir natürlich ab. Es ist natürlich so, dass auch entsprechend der Gütegemeinschaft die Oberfläche dann observiert wird. Das heißt, wir bewittern und schauen uns an, ist die Farbe erhalten geblieben, ist die Struktur erhalten geblieben, sprich der Glanzgrad. Bei Druckdekoren hat man einen Graumaßstab, das sieht man jetzt auch auf der Folie, da gibt es halt verschiedene graue Felder und mit denen vergleicht man, inwieweit bleicht dieses System aus oder verdunkelt es nach.
Und ist natürlich wichtig, dass keine Blasen entstehen oder Risse in der Folie oder Ablösung oder Ähnliches. Das observiert man, und zwar mit einer 20-fachen Vergrößerung. Es wird also genau geschaut. Das Ganze könnte man jetzt in der Freibewitterung machen. Das wäre ja dann quasi der Live-Test, aber bei so einer Lebensdauer eines Fensters von 40 Jahren ist das natürlich schier unmöglich. Deshalb testet man das zwar auch im mitteleuropäischen Klima, auch Muster in Florida und Ähnliches, um das ein bisschen zu beschleunigen, diese Bewitterung. Aber Hauptprüfung auch nach der RAL sind halt die künstliche Bewitterung. Und hier gibt es spezielle Geräte, die nennen sich Xenon-Beta-Tester. Und da wird quasi simuliert, was passiert in der Natur. Und zwar im Zeitraffer. Wir simulieren Regenphasen, wir simulieren quasi Sonneneinstrahlung. Und zwar wird dort ein Zyklus gefahren, 102 Minuten Sonne und 18 Minuten Regen, immer abwechselnd. Und dann kann man die Bestrahlungsintensität nochmal steuern. Also nach dem Klima M, das ist Mitteleuropa, oder noch nach härteren Einstrahlungsbedingungen nach dem Klima S, das ist dann für den südlicheren Bereich. Und das Ganze ist quasi ein Zeitraffer von dem, was in der Natur passiert. Und zwar ist das bei diesem Test unter Klima M, ist so eine Faustregel, so 10.000 Stunden in den Geräten, das sind auch schon 14 Monate, entsprechen von einem Energieeintrag 12,5 Jahre in der Natur. Also das ist ungefähr der Faktor 10. Da sind wir also Faktor 10 schneller, um die entsprechenden Produktionskontrollen abzuprüfen, um Entwicklungen abzuprüfen, um das ganze System zu prüfen. Ein zweites wichtiges Kriterium ist die Wärmeaufnahme. Und zwar haben Sie bestimmt schon mal bemerkt, dass ein dunkles Auto sich deutlich stärker aufheizt als ein helles oder silbernes Auto. Und denselben Effekt haben wir natürlich auch beim Fenster. Das heißt, wir haben eine sehr dunkle Dekorfolie, dann heizt sich das Fenster sehr stark auf. Und wir haben hier PVC als Grundsubstanz. Und wäre die Temperaturaufheizung sehr, sehr hoch, würde irgendwann mal das PVC erweichen. Es gibt die Wickertemperatur bei PVC, die ist so bei 72 Grad. Und dann wird das PVC-Material weich. Das müssen wir unbedingt verhindern. Bei weißen Fenstern ist das kein Problem, da ist die Reflexion sehr stark. Aber bei den dunklen Folien müssen wir da was tun. Und zwar werden dann in der Regel dort IR-reflektierende Pigmente eingesetzt. Das heißt, wir verhindern, dass quasi Wärmestrahlung ans Profil kommt. Das ist nämlich die IR-Strahlung. Die reflektieren wir und lassen wir gar nicht erst an die Folie und ans Profil. Man sieht das hier in der Grafik ganz schön. Der mittlere Bereich oben ist übrigens das Gerät, mit dem man das misst. Man misst quasi ein Spektrum der Reflexion und kann dann genau messen, okay, welcher Anteil wird reflektiert, welcher kommt durch die Folie durch. Und wir haben hier in der Kurve oben, unten besser gesagt, ist diese rote Kurve. Das ist quasi, ohne dass wir was machen. Und die blaue Kurve da drüber, das ist quasi mit der IR-Reflexion eingebaut in den dunklen Folien. Dann sehen wir, dass dieser ganze Bereich quasi reflektiert wird. Das heißt, es geht weniger Energie ans Profil. Und das ist eigentlich auch genau der Bereich, wo die Sonneneinstrahlung wirkt. In den RAL-Richtlinien gibt es jetzt verschiedene Klassen in der Wärmeaufnahme. Das kann man quasi von diesem Spektrum zurückrechnen in eine Temperatur. Und das sieht man in der unteren Tabelle. Da gibt es halt verschiedene Grenztemperaturen. Und in der Praxis läuft das so, dass je nach Fenstergröße bei bestimmten Temperaturklassen quasi das funktioniert. Ist man in einer schlechteren Klasse, muss man quasi die Fenstergeometrie verringern. Ja, bei den Folien ist auch eine werkseigene Produktionskontrolle vorgesehen. Es bedeutet, dass wir quasi von jeder Rolle, die wir produzieren, eine Prüfung machen, die auch in den RAL-Richtlinien festgelegt ist, plus zusätzliche Prüfungen, die wir festgelegt haben. Also was man standardmäßig prüft, ist halt bei diesen lackierten Folien die Lackhaftung beim Gitterschnitttest. Das ist natürlich die Farbe, das ist der Glanzgrad, das ist die Oberflächenspannung auf der Rückseite, um eine vernünftige Verklebung zu bewerkstelligen. Das wird bei jeder Charge gemacht. Dann super wichtig ist halt die Rückverfolgbarkeit. Das heißt, wir haben jetzt eine Folie produziert, die kommt dann später aus Profil und daraus wird ein Fenster gebaut. Und das muss natürlich eine lückenlose Rückverfolgbarkeit da sein. Das heißt, es ist dann so, dass der Folienhersteller seine Chargennummer natürlich dem System aus dem Profilhersteller dann mitteilt. Der dokumentiert das Ganze, macht die eigenen Chargennummer als Signatur in die Profile
Und hinterher am Bau kann man quasi anhand dieser Nummern genau zurückverfolgen, welche Foliencharge wurde eingesetzt. Also lückenlose Überwachung. Ja, und dann gibt es halt zum Beispiel Möglichkeiten, wir setzen zum Beispiel ein Warninspektionssystem ein. Da wird quasi jede Rolle, die produziert wird, mit Kameras überwacht. Das heißt, wir haben von jeder Rolle ein Protokoll, wissen genau, ist dort irgendein Fehler aufgetreten, ein Loch in der Folie, ein eingeschlossenes Insekt oder ähnliche Sachen. Das können wir dann genau dokumentieren und entsprechend dann auch rausschneiden aus dem Material. Das heißt, dass wir immer sehr gutes Material liefern. Ja, also Prüfungen sind ja jetzt nicht nur im Folienbereich normal, sondern auch für alle anderen farblichen Komponenten. Auch Lacke werden über die RAL gekennzeichnet und überprüft oder halt auch die PMMA-Schicht, die wir vorhin im Video noch gehört haben. Insgesamt das Zusammenspiel Farbe, Profil, Eigenschaften, Witterungsbeständigkeit, das alles, was im Gebäude zusammenkommt, muss im Endeffekt abgeprüft werden und wird auch abgeprüft. Dafür gibt es verschiedene Etappen zur Abprüfung. Einmal wird das Produkt, wie Herr Jenning gerade erzählt hat, schon abgeprüft, aber auch das Gesamtprodukt, Fenster bzw. Fensterprofil. Dazu gehören sogenannte WPKs, Warenproduktionskontrollen, die in den Werken stattfinden. Natürlich kann man jetzt auf die Systemhäuser vertrauen, dass sie das tun. Die RAL kontrolliert das natürlich in gewissen Abständen, um einfach auch eine dritte Sicht darauf zu haben. Nicht, dass irgendein Systemgeber auch mal beschmuhen will, das will ich jetzt keinem unterstellen, aber einfach Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ganz getreu dem Motto, und dementsprechend gibt es verschiedene Prüfungen auch an der Strecke, von Eingangsprüfung der einzelnen Komponenten über die Folienspannung, über die Temperaturen, die genutzt werden, die Luftfeuchtigkeit, die genutzt wird und erfasst wird, und natürlich das Ganze im Zusammenspiel. Uns ist halt wichtig, dass das Produkt am Ende gut zusammen funktioniert, und dazu gehören halt alle Komponenten, dass sie entsprechend genutzt werden. Wie sieht es denn, was haben wir denn an Vorteilen für gütegesicherte Produkte am Objekt? Und zwar haben wir unterschiedliche Folienqualitäten, je nachdem, wo wir denn wirklich auch die Fenster einsetzen wollen. Wenn wir jetzt hier in Europa die Fenster einsetzen wollen, sind die klimatischen Bedingungen natürlich ganz andere, als wenn wir jetzt an der Südküste von Kalifornien Fenster bauen oder halt im Iran, Irak oder in Saudi-Arabien die großen Hochhäuser Fenster bauen. Dann haben wir einfach andere Anforderungen an die Farbgebung, an die Aufheizung, wie wir vorhin schon gehört haben. Und dementsprechend werden natürlich auch unterschiedliche Folienqualitäten angeboten, die dann je nach Systemhaus und Kundenwunsch genutzt werden können. Das Ganze gibt es natürlich auch im Lacksystem, wo wir dann auch wieder verschiedene Reflektoren drin haben, um einfach die Aufheizung gering zu halten. Insgesamt legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir ein einheitliches Qualitätsniveau haben, was die Lebensdauer von Fenstern ermöglicht, das auch entsprechend abgeprüft worden ist und auch eine gewisse Beständigkeit bietet. Wie sieht es denn im Bereich der Folie nochmal aus? Ja, ein wichtiges Kriterium ist bei den überhaupt folierten Produkten ist auch Nachhaltigkeit. Das wird ja immer wichtiger, wie wir sehen. Und gerade das folierte PVC-Fenster im Zusammenspiel Profil mit der geschützten, mit der Dekorfolie, die das Ganze schützt, hat natürlich enorme Vorteile auch gegenüber anderen Systemen. Wir haben also eine lange Lebensdauer. Wir haben hier einen garantierten Farberhalt, weil alles abgeprüft ist, und wir natürlich auch garantieren, dass die Farbe und die Struktur erhalten bleibt. Die entsprechenden Hersteller, Folienhersteller und Profilhersteller geben Garantiezeiten weiter, je nach Region. Und wir haben hier natürlich mit den Dekorfolien Oberflächen, die sehr, sehr beständiger sind, beständiger als andere Oberflächen. Und letztendlich schützt natürlich auch die Dekorfolie das Profil selber. Ein großer Vorteil ist der geringe Pflegeaufwand. Es ist eine einfache Reinigung möglich. Beim Holzfenster muss man zum Beispiel regelmäßig nachstreichen. Das ist natürlich hier nicht der Fall. Wir haben Holzdekor und das hält natürlich diese Lebenszeit aus, ohne entsprechende große Nacharbeiten.
Und was wir machen, durch die Dekorfolie schützen wir natürlich das Profil. Durch diese eingebaute Kühlung reduzieren wir Oberflächentemperatur und dadurch tragen wir natürlich dazu bei, dass das Profil insgesamt von der mechanischen Stabilität deutlich länger hält, ohne irgendwelche Verformung. Dann möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, wie das Thema Nachhaltigkeit im folierten Profil aussieht. Also PVC-Kunststofffenster haben ganz offen gesagt einen schlechten Ruf in Nachhaltigkeit, unbegründet, muss man auch ganz klar dazu sagen, weil wir haben im PVC-Kunststofffensterbereich einen geschlossenen Kreislauf. Der bietet gewisse Vorteile, dass wir keine Neuware oder nur geringe Mengen an Neuware hinzugeben müssen. Wir sparen dadurch CO2-Emissionen ein, verwenden Altfenster wieder, die aus dem Rückbau kommen, auch wenn sie foliert sind oder eine Farbgebung haben. Denn wir gucken uns mit den Lieferanten der Komponenten auch an, wie kann man das Ganze recyceln, dass man wirklich keine Fremdkörper, keine Abfälle hat, sondern dass alles wieder in die Matrix reingeht und auch die Qualität erhalten bleibt, um wieder neue Profile zu erschaffen. Kunststofffenster haben aufgrund ihrer Geometrie einen potenziell großen Anteil, um Recyclinggüter einzubringen aus alten Fenstern, mach neue Fenster, ganz einfach gesprochen, indem wir Altfenstermaterial in den Kern bringen, eine Deckschicht übersetzen, die dann schon witterungsbeständig, langlebig und ihre Eigenschaften erfüllt. Oder man kann sie dann auch nochmal mit Folien oder Farben individualisieren, sodass man auch eine gewisse farbige Komponente hat. Ganz klar, Kaschierfolien und Lacke haben da einen gewissen Vorteil, weil sie einfach im Recyclingprozess nicht stören. Aluminiumvorsatzschalen müssen separiert werden im Recycling, weil sie nicht direkt in das Substrat oder in das PVC des Fensters wieder eingefließen können. Aber wir haben hier kein Downcycling, so wie es oft in der besprochen wird, sondern wir haben wirklich einen geschlossenen Kreislauf. Das ist der Vorteil an Kunststofffenstern, dass wir wesentliche CO2-Emissionen reduzieren, einfach durch den geschlossenen Kreislauf und die Wiederverwendung auch alter Produkte. Ja, ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen, dass wir sagen, aus einem alten Fenster wird wieder ein neues Fenster und nicht eine Parkbank oder ähnliches. Genau, das ist ganz besonders wichtig und wir haben natürlich auch einen nachhaltigen Ansatz, in dem wir sagen, wenn es ja doch mal schief geht, was machen wir denn dann? Könntest du kurz eine Folie, was machst du, wenn es in der Nachhaltigkeit, in der Produktion was schief geht? Ja, also schief gehen tut es ja nicht, aber die Frage ist, wie wir beim Herstellungsprozess des Profiles oder beim Herstellungsprozess der Folie halt noch nachhaltiger werden. Und da gibt es gute Leuchtturmprojekte. Man hat sich ja so umgehört in der Branche, ne? Und ich habe mal einiges jetzt hier mal aufgeführt in Form eines Baumes an Beispielen aus verschiedenen Firmen, wo Nachhaltigkeit schon gelebt wird. Das sind natürlich erste Ansätze, die auch sehr, sehr wertvoll sind und das wird auch weitergehen. Und zwar, wenn wir da auf der linken Seite anfangen, energiespannende Technologie, das ist zum Beispiel, was wir bei uns im Werk einsetzen. Wir verwenden halt keine klassischen Lacke, sondern elektronenstrahlhärtende Systeme. Da ist kein Lösemittel drin, da ist kein Wasser drin, da brauchen wir keine thermische Energie. Das ist eine komplette kalte Technologie, mit dem wir die Lacke vernetzen, indem wir die Bestandteile des Lackes mit Elektronen bestrahlen und diese dann vernetzen. Dann gibt es zum Beispiel in jedem Systemhaus eigentlich bei den Folienherstellern auch viel Eigenstrom über Solar. Es gibt einige Hersteller, die haben Windparks, da wird schon viel gemacht. Da kann man auch sehr, sehr viel erreichen. Thema Wärmerückgewinnung in den Prozessen. Gerade der Kaschierprozess benötigt natürlich Energie, Wärme, um den Kleber aufzuschmelzen, um die Profile vorzuwärmen und ähnliches. Dort sind Wärmerückgewinnungsanlagen im Einsatz. Dann gibt es im Bereich der Kühltechnologien sehr effiziente Technologien, die nicht nur mit einer Kältemaschine arbeiten, sondern quasi das so ein bisschen besser und smarter umsetzen als in der Vergangenheit. Solche Technologien sind auch gefördert. Dann der Wiedereinsatz von Produktionsabfällen natürlich super wichtig. Randkantenbeschnitt oder ähnliches. Das wollen wir natürlich jetzt nicht als Abfall entsorgen, sondern das wird wieder eingesetzt, weil es gutes Material ist.
bis hin zu VOC-armen Primer, also der Primer, mit dem wir im Folierungsprozess das Profil behandeln. Da sind die alten Systeme natürlich nicht so umweltfreundlich, sehr lösemittellastig. Da gibt es jetzt ganz neue Systeme und da ist jetzt ein Generationswechsel, der jetzt gerade passiert in diesem System. Ja, so ist es ja auch bei uns in der Produktion. Auch wir verwenden das, was abfällt aus der Produktion wieder. Aber was macht man, wenn in der Produktion alles geklappt hat und vielleicht bei Ihnen zu Hause mal ein Fehler unterlaufen ist? Dann ist das ganze Fenster hinüber. Keine Sorge, Sie müssen es nicht austauschen. Wir haben uns mit den Komponentenherstellern Möglichkeiten überlegt, um wirklich die Fenster wieder in den Urzustand zu bringen. Auch wenn Sie mal beim Schrank verrücken an das Fenster gekommen sind und einen Kratzer reingemacht haben. Auch das kann man beheben, indem man Lackstifte bzw. kleine Folieneinsätze macht, sodass man das Fehlerbild nicht mehr sieht, um den Farbton wieder nachzustellen. Oder auch, wenn Sie mal zu Hause den falschen Reiniger vielleicht verwendet haben, der nicht unbedingt für Kunststofffenster oder Oberflächen, für farbliche Oberflächen geeignet ist, dann hat man so eine Verfärbung, meistens sind es weißliche, sieht alles nicht so schön aus und dementsprechend hat man auch da neuere Lacksysteme oder Nachfolierungsmöglichkeiten, sodass man hier die Hauptfehlerursachen, die vielleicht auch mal als Hups ist mal passiert in der Fertigung, Hups ist mal passiert bei uns zu Hause, einfach auch wieder verhindern kann bzw. aufbessern kann, sodass am Ende doch wieder das richtige, schöne Fenster ist. Fenster bietet also einen farblichen Aspekt, der viel genutzt werden kann und der natürlich viel darbietet, um einfach die individuelle Gestaltung zu ermöglichen. Gut, dann danke ich Ihnen. Wir sind soweit mit dem Grobüberblick durch, was das ganze Thema farbliche Gestaltung, Stand der Technik angeht. Vielen Dank, Frau Aschenbach. Vielen Dank, Herr Janning. Ich denke, Sie haben heute zwei wichtige Dinge gebracht. Das war das Thema Nachhaltigkeit. 3 Kriterien habe ich entnommen aus Ihrem Vortrag. Einmal Innenraum, also VOC-arm, frei, idealerweise frei. Umweltwirkung, einfach dadurch, dass man Energie einspart und damit weniger Emissionen verursacht. Und das dritte, im Grunde seit langer Zeit in der Gütesicherung eines der wichtigsten Kriterien ist die Langlebigkeit. Würden Sie bestätigen, dass diese 3 Kriterien für unser Produkt, insbesondere für die Oberfläche, die Kriterien sind für Nachhaltigkeit? Das ist das Thema, was uns in der Branche umhertreibt und wo wir sagen, da wollen wir noch besser werden. Wir sind schon gut, aber auch für uns gibt es noch den einen oder anderen Aspekt, um noch ein bisschen besser zu werden. Aber genau das sind die Aspekte, auf die wir achten im täglichen Umgang mit unseren Fensterprodukten. Wir versuchen, so langlebige Fenster wie möglich zu machen. Lieber einmal nachzurüsten, als nochmal neu auszutauschen. Und genau das ist im Endeffekt das Ziel. Gut, kann dann die Fachwelt damit rechnen, dass diese Kriterien auch in die RAL hineingeschrieben werden? Bestimmt. Prima. Ich hatte noch eine Frage an Herrn Janning, muss ich ganz offen sagen, die hat mich persönlich jetzt berührt. Einfach die Frage, man hat ja im Prinzip bei der Folie eine glatte Oberfläche. So. Aber wie kriegt man den Haptik in ein Fenster? Ja, die Haptik kommt ja über die Farbgebung. Also man kann ja über die Farbgebung, über die Lacke oder auch über die Folie Struktur aufs Fenster bringen. Wenn man über ein Holz fasst, hat man die Narbung, die man fühlt. Und diese Narbung kann man über die Folienschichten nachstellen, sodass man, wenn man über ein Kunststofffenster, was in Holzoptik, also im Design des Holzes ist, mit einer entsprechenden Prägung ist, natürlich genau das Gleiche fühlt. Auch optisch kann man sehr nah an das eigentliche Holzprodukt herankommen, indem man matte Effekte hat, weil ein Holz ist nicht immer gleich und wenn sich das Designmuster auch nicht immer wiederholt, dann hat man natürlich auch eine sehr naturähnliche Oberfläche, die man sowohl spüren als auch sehen kann. Prima. Vielen Dank, Frau Aschenbach. Ja, meine Damen und Herren, damit haben wir im Prinzip mit diesen beiden Impulsvorträgen uns ja in 2 Bereichen sozusagen auf den Stand gebracht. Einmal was Technik anbelangt, in beiden Vorträgen haben Sie gehört, fiel immer wieder die Begrifflichkeit Gütesicherung. Gütesicherung ist ein zentrales Element, gerade in der Weiterentwicklung. Gütesicherung sollte nicht stattfinden, wenn das Produkt schon lange auf dem Markt ist,
sondern idealerweise natürlich auch schon mitentwickelt werden, wenn das Produkt sozusagen in die Serienreife kommt. Insofern Gütesicherung, Nachhaltigkeit, da sind sozusagen Zwillinge, die fest zueinander gehören. Das als kleine Zusammenfassung kann ich doch sagen oder möchte ich feststellen, dass die Branche sehr gut aufgestellt ist, was die Thematik technische Weiterentwicklung anbelangt, Nachhaltigkeitsthemen, Qualitätsthemen, Gütesicherung, aber auch das richtige Gefühl für zukünftige Trends entwickelt. Nun kommt der Blick gewissermaßen hinter andere Kulissen, nämlich hinter die Kulissen des Marktes, der Verbraucher, der Interessenten, der Bauherren. Wie sieht es denn da aus? Und zu diesem Thema darf ich jetzt an das sehr spannende Podium überleiten, das Frau Könsken jetzt übernehmen wird, damit wir mal einen Einblick bekommen, wie denn der Markt diese viele Innovation und all das, was im Bereich der Oberflächengestaltung getan wird, aufnimmt. Ja, schönen guten Morgen nochmal jetzt auch von dieser Stelle hier. Genau, wie Herr Feigenbutz schon gesagt hat, starten wir jetzt unsere Diskussionsrunde. Wir schauen mal, was der Markt eigentlich erwartet. Dafür haben wir Verbraucherinnen und Verbraucher auf der Straße befragt, aber auch Statements von Wohnungsbau, Gesellschaften und Genossenschaften eingeholt und wollen dann darüber mit unseren Gästen hier in der Runde diskutieren. Die 4 Herren aus dem Bereich Systemgeber, Herr Fischer, guten Morgen, Folienhersteller, Herr Hirksstätter, Fensterbauer, Herr Leffler und Architekt Herr Nicolai. Und auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer am Bildschirm, dürfen den Herren Ihre Fragen stellen. Wir werden jetzt erstmal etwa 20 Minuten sprechen und dann würden wir einen Block einbinden, in dem Sie dann auch zu Wort kommen. Gut, jetzt erst einmal möchte ich die Herren noch mal ein bisschen genauer vorstellen, damit Sie wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Das ist zum einen 2 Plätze weiter von mir. Das ist Christian Fischer. Er vertritt heute die Systemgeber in der Gütegemeinschaft. Er ist Diplom-Ingenieur für Kunststofftechnik und hat seine gesamte berufliche Laufbahn seit 1992, genau gesagt, in der Fensterbranche verbracht. Seit 8 Jahren ist er bei Schüco Polymer Technologies tätig. Und zwar als Leiter Technik und Qualitätsmanagement. Dort verantwortet er alle Themen rund um den Entwicklungs- und Anwendungsbereich aller Schüco-Produkte. Genau. Am anderen Ende des Podiums sitzt Herr Stefan Hirksstätter. Er ist Betriebswirt und seit über 30 Jahren in der Fensterbranche tätig, davon 11 Jahre Vertriebsleiter für den Folienhersteller Renolith im Geschäftsbereich Exterior Solutions für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Direkt zu meiner Linken sitzt Andreas Leffler. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter Technik und Vertrieb von TMP Fenster und Türen. Und er vertritt, wie schon gesagt, heute den Fensterbau. Der Diplom-Ingenieur für Holz- und Kunststofftechnik ist seit mehr als 20 Jahren in Bad Langensalza, dort ist das Unternehmen tätig und lange Zeit als Innendienst und anschließend als Vertriebsleiter. Last but not least haben wir eingerundet von Herrn Fischer und Herrn Hirksstätter, Diplom-Ingenieur, den Architekten Stefan Nicolai. Neben einer typischen Gebäudeplanung und Realisierung war er auch in der Bauproduktentwicklung im industriellen Kontext sowie in der universitären Lehre für Architekten tätig, genauer gesagt an der TU Darmstadt. Seit 2009 begleitet Herr Nicolai außerdem den Vorsitz des Instituts für Bauen mit Kunststoffen, das IBK. Ja, das Thema farbige Oberflächen von Kunststofffenster bewegt sich gewissermaßen in einem Spannungsfeld. Einerseits, wie mir die Mitglieder gemeldet haben, nimmt der Anteil an farbigen Oberflächen im Sortiment der Profilhersteller stetig zu. Seit Jahren liegt momentan, je nachdem, wen man fragt, zwischen 40% und 50%. Und dass dieser Trend irgendwann abbricht, ist im Moment nicht vorherzusehen. Aber andererseits haben wir, dazu muss man sagen, es ist keine repräsentative Umfrage, sondern eher eine stichprobenartige Umfrage unter Verbraucherinnen und Verbrauchern herausgefunden, dass das Thema farbige Oberflächen bei Ihnen, die wir gefragt haben, noch nicht so richtig angekommen ist. Und wir würden jetzt gerne mal in diese Umfrage reinschauen. Clip ab, bitte. Die Farbe der Kunststofffenster bei mir zu Hause ist weiß, passt gut zu den Wänden drumherum.
Die Farben meiner Kunststofffenster sind weiß und ich konnte mich gar nicht entscheiden, weil ich Mieter bin. Also meine Kunststofffenster sind weiß. Ja, ich habe Kunststofffenster und die haben so eine Holzoptik und sind weiß im geputzten Zustand. Unsere Kunststofffenster haben die Farbe weiß. Das ist ja klassisch. Also das ist eine klassische Farbe. Ich glaube, gibt es eigentlich andere Farben im Kunststoff? Weiß ich. Ja, aber Fenster, glaube ich, gibt es nur in weiß. Farblich fände ich so ein Grün ganz schön, als ich da gerade so drüber nachgedacht habe. Aber dann habe ich gedacht, meine Wand ist schon grün, deswegen ist weiß eigentlich perfekt. Weiß würde ich wahrscheinlich nicht mehr nehmen, sondern eher irgendwas, ja, Graues, so Beton, wusste ich jetzt über. Das klingt ja schon mal erstmal aus der heutigen Sicht interessant. Also wenn ich mir selber Fenster aussuchen wollen würde, wäre es so, dass ich die Farbe eher so in das Natürliche hineingehen lasse, eher so Holz, Ersatzstoff oder Holz. Also das perfekte Fenster, wenn ich es mir auswählen könnte, dann wäre es weiß und in Holzoptik und würde mich optimal vor dem Lärm der Straße schützen. Und wir sind zufrieden. Ja, meine Herren, da gebe ich doch direkt mal an Sie ab. Frage offen in die Runde. Wer antworten möchte, soll dies bitte tun. Was sagen Sie denn jetzt dazu, wenn Sie das so hören? Würde ich mal beginnen? Ich für uns als Fensterbauer kann die Wahrnehmung und den Trend zum Thema, dass nur weiße Kunststofffenster wahrgenommen werden, nicht wiedergeben. Im Gegenteil, ich kann bestätigen, was Sie im Vorfeld gesagt haben, dass der Anteil an farbigen Fenstern stetig zunimmt, in den letzten Jahren sehr stark und unser Eigenanteil zum Thema Farbe beträgt mittlerweile deutlich über 50%. Dem kann ich mich genauso auch anschließen. Der Farbanteil ist mittlerweile im Gesamtportfolio bei uns über 45%. Hat aber schon Auswirkungen, dass es Fensterbauer gibt, die gar keine weißen Fenster anbieten. Das heißt, die haben mindestens eine farbig kaschierte Oberfläche. Aber im Prinzip konnte man eben in dem Beitrag ja gut sehen, dass der Wunsch nach einem Fenster schon in Richtung Farbe geht, weil es wurde wahrscheinlich gefragt, wie würden Sie sich denn Ihr Fenster wünschen? Und da waren ja klare Formulierungen, dass eigentlich Farbe da ist. Und interessanterweise war ein Redebeitrag, dass die Person gefragt hat, gibt es denn überhaupt Fenster mit Farbe? Insofern würde man sagen, also mindestens mal dieser Person muss man da diese Sachen noch näher bringen. Ja, und ich denke natürlich auch, die Menschen sind im Haus, in der Wohnung und die Fenster innen sind halt dann doch meistens weiß. Also ich würde jetzt mal behaupten, 80% auch der farbigen Fenster sind außen farbig und innen weiß. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema. Die Zeit im Haus verbringt man mit weißen Fenstern, bevor man vor der Fassade steht. Also denke ich mal. Okay, gut. Danke schon mal soweit für diesen Einblick. Ja, wie eingangs erwähnt, haben wir ja auch Vertreter von Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften zum Thema farbige Fenster, speziell Kunststofffenster im Kontext von Neubau, Maßnahmen und Renovierungen befragt. Und da haben wir jetzt mal 5 Statements zusammengestellt, die ich einmal kurz vorlesen möchte. Und zwar starten wir mit der LEG Immobilien. Die haben wir befragt und sie haben uns zurückgemeldet, bei unseren Modernisierungs- und Neubauprojekten verwenden wir in der Regel Kunststofffenster. In verschiedenen Projekten kommen passend zum Gesamtfarbkonzept des Gebäudes auch farbige Fenster zum Einsatz. Hierbei wird häufig die Außenseite des Fensters, besonders bei sehr hellen Fassadenfarben, farblich abgesetzt, um ein attraktives Erscheinungsbild zu erreichen. Und das sind zum Beispiel Grau, Blaugrau oder Anthrazitgrau. Hier gleich aus der Nachbarschaft die Baugemeinschaft Ettlingen hat uns zurückgemeldet, wir verwenden ausschließlich Holzfenster bzw. Holz-Alu-Fenster und das Thema farbige Oberflächen steht nur im Neubau an. Noch näher, Familienheim Karlsruhe, die Genossenschaft. Wir verwenden sehr oft Kunststofffenster, entscheiden aber je nach Farbkonzept des Gebäudes, ob weiße oder graue Fenster zum Einsatz kommen. Wenn wir uns für farbige Fenster entscheiden, verwenden wir inzwischen wärmere oder hellere Grautöne. Wir haben noch 2 weitere Statements von der bundesweit bekannten Vonovia.
Dort heißt es, in den Modernisierungsprojekten werden bundesweit fast ausschließlich weiße Fensterprofile eingesetzt. Zum Teil kommen hier Profile im Farbton RAL 7016 zum Einsatz. Selbstverständlich werden hier auch die Mehrkosten von farbigen Profilen unter Betrachtung des Gesamtbudgets gesehen. Im Bereich Denkmalschutz richten wir uns nach den Auflagen der jeweiligen Behörden. Im Regelfall kommen hier Holzfenster zum Einsatz. In Neubauprojekten werden in den meisten Fällen weiße Profile eingesetzt und Alternativen sind auch hier wiederum farbige Profile, allerdings nicht mit einem definierten Farbton. Und an einer Standardlösung, hat man uns gesagt, wird jedoch bereits intern gearbeitet. Noch ein letztes Statement, das das Bild abrundet, vom Mieter- und Bauverein in Karlsruhe. Wir bauen in unsere Gebäude nahezu ausschließlich weiße Fenster ein. Die Entscheidung, ob Kunststoff oder Holz, basiert auf mehreren Gründen, wie zum Beispiel Denkmalschutz, Kosten oder mittel- bis langfristige Instandhaltungskosten. Ja, soweit die Statements. Hier würde mich jetzt mal interessieren, also eben vor diesem Hintergrund, dass auch für die Wohnungswirtschaft teilweise natürlich das Thema Mehrkosten ein Thema ist. Wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Ist es richtig, dass die Wohnungsbaugesellschaften, also bekommen Sie das auch mit, verstärkt weiße Fenster ordern oder eben auch, obwohl es etwas teurer ist, auch farbige Fenster bestellen? Wer kann dazu etwas sagen? Herr Fischer? Ich glaube, es hängt vor allen Dingen davon ab, ob die Wohnbaugesellschaft Wohnungen später vermietet. Das heißt, die Einnahmen aus Vermietung generieren muss und somit auch die Amortisation des Baukörpers dadurch entsteht, oder ob ein Bauträger die Wohnungen vermarktet. Wenn es rein um die Kostensituation geht, kann ich das nachvollziehen, denn weiße Kunststofffenster sind preislich günstiger als farbige Oberflächen. Allerdings sind eben in diesen farbigen Oberflächen auch die Möglichkeiten der Differenzierung gegeben. Und wenn ich einen höheren Wert für die Immobilie oder für die Teilimmobilie erwirtschaften möchte, dann ist Individualisierung und Aufwertung der Oberfläche durch Haptik und durch Eleganz ein wichtiger Aspekt. Und deshalb sehen wir schon den Trend, dass es in der höherwertigen Immobilienwirtschaft definitiv in Richtung Farbe geht. Gerne auch, was wir heute eingangs schon erlebt haben, in Richtung der dunkleren Farben, auch schwarz, kann ich bestätigen, es ist schon da, dieser Trend. Und gleichzeitig in dieser reinen Vermietungsgesellschaft sicherlich der Kostendruck, und der wird auch sicher nicht weniger werden in den nächsten beiden Jahren, dass man sagt, okay, man muss ein preisgünstig, leistungsfähiges Kunststofffenster haben, und dann bleibt es ja häufig eben die weiße PVC-Oberfläche als das Mittel der Wahl. Okay, gut. Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen, das Thema, also auch Aufwertung, Individualisierung. Da würde ich gerne mal den Herrn Nicolai, den Architekten, dazu befragen. Also aus Ihrer Sicht, welche ästhetischen Ansprüche haben Sie denn an Fenster? Also das war jetzt in dem Trendvortrag von Continental eigentlich recht gut zu sehen, dass, wie auch schon zu Anfang gesagt, wir leben nun mal im Innenraum und nehmen natürlich das Fenster auch von innen her wahr und sehen dadurch in eine äußere Atmosphäre, sage ich mal, in eine andere Welt. Für uns als Planer ist das Fenster, ich würde mal fast sagen, bezogen auf die Fassade, das wichtigste Element, weil über die Öffnung des Gebäudes definiere ich meine Proportion. Und man sagt ja, zumindest in unseren Kreisen, der Lohn der Wand ist letztendlich das Fenster. Und die Ausformulierung dieses Lohnes ist einmal die Betrachtung von außen. Das interessiert natürlich den Planer am meisten, weil darüber wird er sich dann gegenüber zukünftigen Kunden dann positionieren können. Das ist mein Werk. Allerdings die Nutzer, die jetzt auf der anderen Seite quasi im Innenraum sitzen oder wohnen, leben, arbeiten, die haben natürlich auch ein Interesse, wie wirkt jetzt die Sache dann auch von innen nach außen. Und insofern sehen wir eigentlich, beziehungsweise wenn ich das mal auf mich beziehe, sehe ich das Fenster quasi wie ein Bild im Innern.
Und da ist natürlich auch der Bilderrahmen, das Passepartout und alles, was dazugehört, ein fester Bestandteil. Und ich glaube, es gibt wenige, die einen weißen Rahmen an irgendein Bild machen. Der hat meistens irgendwie eine Farbe und steht im Dialog zu dem, was ich dann darauf sehe. Und das Gleiche habe ich dann auch hier, und das konnte man eigentlich sehr schön in dem Trendbeitrag von Continental sehen, dass die Möbelindustrie, ich sage es mal, vielleicht mit gewissen Trends vorausläuft, aber die Architektur da nicht aufhört, sondern oder nicht stehen bleibt, sondern in gewisser Weise nicht hinterherläuft, sondern versucht natürlich gewisse Dinge zu adaptieren. Okay, gut. Herr Leffler, Sie sitzen direkt neben mir. Stimmen Sie dem zu, was Herr Nicolai sagt, beziehungsweise Sie sitzen ja ganz nah am Kunden, an Endverbraucherinnen und Endverbrauchern. Wie sehen Sie das? Welche Produkte wollen die bei Ihnen Fenster kaufen? Also wir sehen schon einen starken Trend zur Farbe, so wie ich das vorhin schon gesagt hatte. Wir sehen aber auch, dass dieser Markt sich, wie ich es vorhin in dem Vortrag schon gesagt hatte, konservativ bewegt. Also sehr viel dieser Farbton Anthrazit-Grau, ja, aber dieser Wunsch nach Farbe, nach Design, der ist auf jeden Fall da. Die Trends, die dem folgen oder mit dem gemeinsam einhergehen, sind immer größer werdende Fensterflächen, also Stichwort Schiebetüren. Diese Trends sind klar absehbar und ein Stück weit gegen unsere Branche stehen natürlich auch möglichst schmale Rahmen. Hatten wir vorhin auch den Trend gesehen. Ja, und es ist Größe und Farbe sind ganz klare Trends, die wir spüren. Mhm. Okay, gut, danke. Ich möchte jetzt auch gerne die Seite der Folienhersteller mit einbeziehen, Herr Hirksstätter. Genau, wir hören viel über die Optik, die Fenster sollen toll aussehen, aber wie ist das denn, bis wir dann also ein fertiges, farbiges Fenster eingebaut vor uns haben? Was passiert davor? Also das heißt, welche Tests werden durchgeführt, um die vom Kunden gewünschten Eigenschaften nachzuweisen? Zu den Tests möchte ich gleich nochmal kommen. Da hat der Herr Janning auch schon eine ganze Menge dazu gesagt. Ich möchte aber nochmal auf diese Trends eingehen. Das ist so ein bisschen so das Thema. Wir haben auch einen Trendservice, der kommt mit ganz tollen Farben und Designs. Aber wir sind sehr, sehr konservativ in dieser Branche. Also wenn es nach vielen Fensterbauern gehen würde, hätte man wahrscheinlich nur weiß und anthrazitfarbene Fenster und sonst nichts. Wahrscheinlich sogar nur weiß. Ja, also wäre die Welt der Fenster doch ziemlich schlicht. Trends kommen da eher aus anderen Ländern, wie jetzt aus Holland, aus Benelux generell, Italien. Die sind da relativ schnell und offen für Trends. Bei uns ist es, wir machen viel Werbung, wir versuchen das zu platzieren. Wir sind erst den Weg über Fensterbauer gegangen oder über unsere Kunden. Schwierig. Ja? Jetzt versuchen wir das halt irgendwie an den Endkunden zu platzieren, auch mit Architekten zu sprechen, um einfach auch mal gewisse Farbtrends zu setzen und wegzukommen von nur Weiß, nur Anthrazit oder irgendwie 50 Shades of Grey. Also man versucht da schon andere Wege zu gehen und jetzt geht man in den Bereich matt, schwarz, ob das jetzt unbedingt besser ist, ein schwarzes zum Anthrazitfarbenen ist die andere Frage, aber matte Oberflächen, natürliche Oberflächen, auch im Holzbereich, da macht man eine ganze Menge, aber es dauert halt immer, bis man das platziert bekommt. Und jetzt nochmal zu den ganzen Sachen mit Tests. Der Herr Janning hat es ja wunderbar beschrieben, was da alles gemacht wird. Und es ist ein Riesenaufwand, der betrieben wird, dass man wirklich eine vernünftige Oberfläche hinbekommt und man da auch sehr lange Freude an diesen Oberflächen hat. Und das ist einfach das absolut Wichtige, weil wir wollen natürlich nicht irgendwo schwarze Fenster, da verzieht sich vielleicht irgendwas. Also da ist ja immer so eine gewisse Skepsis da. Je dunkler, desto gefährlicher. Das ist alles nicht mehr so. Die Sachen sind durchgetestet, die Farbpigmente sind gut. Auch wir haben Systeme, und das ist ein Standard mittlerweile, wo man Wärme reflektiert, ja, dass diese Sachen sich gar nicht mehr so aufheizen. Und man muss sagen, wir liefern zum Beispiel nach Südamerika eine ganze Menge an dunklen, an schwarzen Fenstern. Amerika, Hauptfarbe, eine der Hauptfarben ist schwarz, ja, in solchen zum Teil sehr heißen Regionen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und die Tests sind ja auch durch die Gütebestimmung, durch die RAL 716 auch sehr gut beschrieben. Und da müssen wir uns dran halten und dann kriegen wir auch eine vernünftige Qualität hin. Ja, danke.
Genau, das ist ein gutes Stichwort. Wir wollen so lange wie möglich was von unseren Fenstern haben. Also da gehört zum Beispiel auch die richtige Reinigung und Pflege von Kunststofffenstern dazu. Und da hat die Gütegemeinschaft schon vor einiger Zeit einen Leitfaden herausgebracht zu diesem Thema. Und eine Zusammenfassung davon wollen wir Ihnen jetzt nicht vorenthalten in Form eines kleinen Videoclips. Schauen wir doch mal da rein. Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Kunststofffenstern. Warum ist regelmäßiges Fensterputzen wichtig? Weil die Fenster langfristig schön und lange erhalten bleiben. Weil Beschädigungen und Verfärbung durch Umwelteinflüsse wie Blütenstaub oder Rußpartikel vermieden werden. Die Tipps zur Grundreinigung nach der Montage eignen sich sowohl für farbige als auch für weiße Fenster. In 3 Schritten lassen sich Ihre Fenster von Verschmutzungen wie Zement, Fliesenkleber, mineralischen Putzen und Fassadenfarbe befreien. Dafür einfach die Oberfläche mit warmem Wasser abspülen und mit pH-neutralem Spülmittel reinigen. Danach die Verschmutzung damit ca. 5 Minuten einweichen lassen und mehrfach mit warmem Wasser besprühen. Dann wird der Schmutz mit einer weichen Bürste vom Fenster entfernt und wiederholt mit warmem Wasser abgespült. Regelmäßiges Fensterputzen und die richtige Pflege sind wichtig. Daher sollten Sie Kunststofffenster am besten regelmäßig, aber spätestens bei sichtbarem Schmutz putzen. Dazu brauchen Sie nur eine leichte Spülmittellösung, am besten pH-neutral, mit wenigen Tropfen in mindestens 1 Liter lauwarmem Wasser. Und dazu ein weiches Tuch. Bei hartnäckigem Schmutz raten wir Ihnen, die Fenster und Rahmen mehrfach zu reinigen. Am besten eignen sich dafür haushaltsübliche Mittel auf Tenside-Basis. Für alle farbigen Fenster müssen diese für Acryloberflächen freigegeben sein. Die geeigneten Reinigungsmittel für Kunststofffenster sind handelsübliche Geschirrspülmittel, am besten pH-neutral, milde, neutrale Universalreiniger, Reiniger, die vom Fensterbauer zugelassen und empfohlen sind, alkoholfreie Glasreiniger und klares Wasser zum gründlichen Abwaschen der Fensterrahmen und Dichtungen. Egal für welches Reinigungsmittel Sie sich entscheiden, beachten Sie bitte immer die Dosierungsangaben des Herstellers und die Pflegeanleitung, die Ihnen beim Kauf oder nach dem Einbau der Fenster ausgehändigt wurde. Ja, genau. Also hier haben Sie gesehen, was Sie tun können zu Hause, damit Sie, sag ich mal, Schäden vorbeugen können. Aber es gibt ja auch noch andere Einflussfaktoren. Und da würde es mich mal interessieren, auch wieder vom Folienhersteller, wenn es doch mal zu einem Schaden kommt. Ja, wie kann man da vielleicht noch nachbessern? Ja, ist natürlich ein Thema, weil viele immer wieder Angst hatten, wenn sie folierte Fenster eingebaut haben, wenn die beschädigt sind, dann wie kann man die reparieren? Dann hat man oft mit irgendwelchen Lackstiften rumgemalert und hat die Sache eigentlich viel schlimmer gemacht, wie es davor ausgesehen hat. Dadurch haben wir mal vor über 15 Jahren ein System entwickelt, Folienreparatur, also wirklich mit Reparaturfolien diese beschädigten Bereiche, die dann durch Transport, Montageschaden, Einbruchschaden oder vielleicht auch falsche Reinigung entstanden sind, dass man die auch reparieren kann. Das kann man jetzt nicht sofort machen, das ist nicht einfach Folie, die klebt man einfach auf die Oberfläche drauf, sondern man muss schon ein bisschen wissen, wie man den Untergrund vorbereitet, wie man das dann auch langfristig aufklebt und aufbringt. Dafür bieten wir dann auch Schulungen an für unsere Kunden, für Fensterbauer, für Händler, die sich da dann schlau machen können, wie das funktioniert, dass die Unternehmen das selber dann auch machen können. Okay, danke. Gibt es jetzt zu dem Film noch oder jetzt in Bezug auf Herrn Hirschstetters Antwort ja, Kommentare von Ihnen aus der Runde? Kann ich gerne darauf antworten. Ich kann das nur bestätigen. Also wir nutzen auch diesen Schulungsservice, um Mitarbeiter bei uns oder auch Kunden zu qualifizieren, Folienschäden, die es nun mal leider gibt, aus diversen Gründen auszubessern. Natürlich kleine Schäden, wie Sie gesagt haben, über Stifte, klar, aber wirklich Kaschierungen am Profil vorzunehmen, da muss man schon sehr gut qualifiziert sein, um das auch nachhaltig zu machen. Das nutzen wir und machen wir auch. Gibt auch andere Verfahren, die wir anwenden. Wir verwenden unter anderem ja auch Oberflächen der Firma Celotec und da gibt es auch die Möglichkeit mit einem Airbrush-Verfahren das zu machen. Das hat sich auch bewährt, aber ja, ansonsten kann ich das nur bestätigen. Okay. Gibt es da noch andere Stimmen von Ihnen zu? Also so, ich sag's mal, Rahmenreinigung, gefühlt würde ich mal sagen, das findet fast nie statt.
die Fenster ja, weil ich sag's mal, nach dem Winter gewisse Schattierungen in der Glasscheibe zu sehen sind, dass Rahmen konkret gereinigt werden, würde ich mal sagen. Aber das wäre jetzt eher die Frage an die Hersteller. Passiert denn da überhaupt was? Da würde ich auch noch mal gerne zum Thema Reinigen. Das ist natürlich ein Problem der falschen Reinigung. Also Oberflächen, wenn Probleme auftreten, ist es häufig eine falsche Reinigung, weil man halt mit lösemittelhaltigen Reinigern an Fenster geht, was wir irgendwo nicht nachvollziehen können. Kein Mensch wird auf die Idee kommen, mit einem lösemittelhaltigen Reiniger an seinem Auto irgendwo rumzureiben. Ja, bei einem Fenster wird es gemacht und da entstehen natürlich Schäden. Deswegen predigen wir das natürlich auch unseren Kunden oder auch den Fensterbauern. Zeigt bitte dem Endkunden, wie es geht. Es gibt Hinweisblätter, es gibt Datenblätter, es gibt auch vom Verband einige Sachen, wie man richtig reinigt. Und man sieht es ja da auch wieder, man muss gar nicht viel machen. Mit Wasser und ein bisschen Seife, Lauge kriegt man ganz viel weg. Aber das ist ein großes Problem dieser falschen Reinigung. Und es wird nicht so häufig gereinigt, aber wenn gereinigt wird, dann falsch. Ich kann das von meiner Seite aus nur bestätigen. Das Thema fehlerhafte Reinigung der Kunststofffenster ist ein Thema, was uns seit Jahren stark beschäftigt, auch zum Teil belastet natürlich, ehe man dahinter kommt, was sind die Ursachen, war es eine falsche Reinigung, sind es andere Ursachen, oft liegt die falsche Reinigung ja Monate, wenn nicht Jahre zurück. Und wir von unserer Seite haben da auch sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt mit falschen, ja, sagen wir mal, oder nicht vorhandenen Reinigungstipps. Branchenübergreifend würde ich sagen, kein unser eigenes Problem, sondern ein Branchenproblem. Sind da jetzt ganz intensiv dabei, wirklich nur zertifizierte Reiniger des Systemgebers zu verwenden, die zu empfehlen, die tatsächlich auch zu verkaufen. Wir haben Videos dazu aufgesetzt zur richtigen Reinigung, versuchen die Leute dazu zu sensibilisieren. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr träges Thema, weil sie brauchen nur mal auf Amazon Fensterreiniger oder Glasreiniger einzugeben. Da finden sie hunderte von Produktempfehlungen, alle am liebsten mit Zitronensäure oder anderen Dingen, wo wir mittlerweile wissen, dass die nicht gerade des Kunststofffensters bester Freund sind. Und das wird sicherlich ein immer wichtigeres Thema. Die Umwelteinflüsse dahingehend sind auch nicht gerade bevorteilend, was das angeht. Und von daher kann ich nur sagen, ist das ein Thema, was immer wieder aufgegriffen werden muss. Ich kann das bestätigen. Wir besitzen ja einen recht umfangreichen Online-Shop, in dem wir Endgebraucherprodukte, aber auch Ersatzteile für Schüko-Fenster anbieten. Und dort gibt es 2 Materialgruppen, nämlich für weiße Kunststofffenster, wie aber auch für farbige Kunststofffenster, jeweils ein Pflegeset mit dem genau dafür abgestimmten Reinigungsmitteln. Und das ist ziemlich einfach, man kann das also direkt bis nach Hause bestellen und kann dann mit der Anleitung seine Fenster ordentlich reinigen. Und dann würde man Risiko minimieren. Okay, vielen Dank. Ja, Herr Leffler, hatte ich das eben richtig verstanden in Bezug darauf, was Herr Hilgstetter gesagt hat? Kommen bei Ihnen auch also bieten Sie auch einen Reparaturservice an? Ich habe es nicht ganz mehr auf dem Schirm. Hatten Sie das gesagt? Ich hatte gesagt, dass wir bei uns im Haus Mitarbeiter qualifizieren über einen Schulungsservice, den auch die Firma Renolith anbietet, um professionell auch Folienreparaturen anzubieten. Aber wir empfehlen unter anderem auch qualifizierte Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, um diese Folienreparaturen durchzuführen. Also auch beides. In-house und auch extern. Okay, danke. Ja, erstmal bis hierhin schon mal vielen Dank für dieses anregende Gespräch und Ihre Antworten. Jetzt möchte ich mal gerne, liebes Publikum, weil Sie ja auch die Gelegenheit haben, sich hier zu beteiligen mit Ihren Fragen, möchte ich jetzt gerne an Herrn Feigenwurz abgeben und mal nachhören. Herr Feigenwurz, was kamen denn schon für Fragen aus dem Chat herein? Ja, in der Tat sind Fragen im Chat angekommen. Insbesondere nach dem Video zur Reinigung. Und ich habe hier 4 Fragen, ich glaube, die sehr interessant sind, die wir jetzt auch an die Podiumsrunde adressieren können. 3 sehr konkrete Fragen in der Tat zum Reinigen, aber auch eine Frage, die sehr stark in den Bereich geht, wie kriegt man denn diese Farbvielfalt, die die Systemhäuser und die Folienhersteller anbieten, bis zum Fensterbauer gebracht. Warum? Hier wird einfach die Bemerkung gesagt, wir hatten nur die Wahl weiß oder grau. Zusammenfassend, wie kriegt man
die Farbvielfalt und die vielen Möglichkeiten, die es gibt, zum Endkunden gebracht. Vielleicht darf ich die Frage? Ich würde mal darauf antworten. Also ein prinzipielles Problem ist ein bisschen vielleicht auch die punktuelle Beratungsresistenz meiner Kolleginnen und Kollegen, dass da nun mal, ich sage es mal, die Bandbreite bei weitem nicht so bekannt ist. Das würde ich allerdings sagen, dass die jeweiligen Kommunikations- und Marketingabteilungen der jeweiligen Anbieter da eigentlich schon sehr aktiv unterwegs sind. Aber Fakt ist, das System Fenster in seinen technologischen Aufbauten wird von meiner Berufsgruppe nicht so sehr, ich sage mal, beleuchtet, sondern geht es dann wirklich nur um Farbe. Und am Ende ist es wahrscheinlich der jeweilige Fensterbaubetrieb, der dann halt in seiner Auslage Weiß und Grau hat. Und wenn es das nur da gibt, dann ist es nur Weiß und Grau. Das bedeutet eigentlich, die Kommunikation in den Markt, vor allem an den Endkonsumenten, müsste halt noch intensiviert werden. Das bestätigt auch so ein bisschen den Filmbeitrag von vorhin, dass quasi alle meisten, die befragt worden sind, weiße Fenster haben, allerdings sich farbige Fenster zum Teil wünschen. Und das wäre jetzt die Antwort leider Gottes darauf. Es kommt darauf an, wen Sie fragen. Vielleicht darf ich die Frage auch an das Systemhaus richten, weil der Systemgeber ja sehr nah am Fensterbau ist. Ja, gerne. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, das Thema Farbe an die weitere Wertschöpfungskette des Fensterherstellungsprozesses weiterzugeben. Zum einen haben wir ja Showrooms, in denen wir Architekten, Planer, Bauherren einladen, die Produkte live und in Farbe anzusehen. Zum Zweiten stehen wir auf auch stark architektenbetonten Messen, in denen wir diese Produkte zum Anfassen und zum Beobachten bieten. Und interessanterweise stehen weder in den Showrooms noch auf den Messeständen weiße Fenster. Bei uns gibt es gar kein weißes Fenster auf den Messeständen zu sehen. Und in den Beratungsgesprächen des bautechnischen Dienstes und der Architektenberatung wird immer wieder auf diese Möglichkeit hingewiesen, das Produkt Fenster aufzuwerten in seiner Optik und in seiner Haptik, um eben dem architektonischen Erscheinungsbild des Gebäudes einen besonderen Akzent zu verleihen. Wir tun das schon, wir tun das mit digitalen Medien, um Farben digital darzustellen, wir tun das mit Farbflyern und vor allen Dingen mit Farbfächern, also Materialität anfassbar zu machen. Aber wie ich eingangs schon mal gesagt habe, im Prinzip spaltet sich am Ende der Markt in diesem Bereich, ich muss es etwas günstig haben und deshalb brauche ich es nur in weiß. Und habe dann eben auch nur ein weißes Fenster und muss die Gestaltungsmöglichkeiten des Gebäudes anderweitig erzeugen. Und die andere Seite ist die, wo ich sage, okay, ich leiste mir farbige Fenster und kann damit besondere Akzente setzen. Geht Ihnen das in der Fensterbaupraxis auch so, Herr Löffler? Also ich kann die Frage für mich auch nicht dahingehend ja nicht beantworten, da sie ja eigentlich in ihre Richtung geht. Aber ich kann nur sagen, diese Vielfalt der Farben, die ist bei uns lange angekommen. Ich persönlich finde die Komplexität in dem Bereich zu hoch. Wir haben 80 Farben in etwa, die wir anbieten. Davon hatten wir ja schon vielfach besprochen, sind es 2 Farben, die 98% gefühlt machen. Das ist Weiß und Anthrazitgrau, die sich da heftig reinteilen. Und ansonsten teilen die anderen 78, sehen Sie es mir nach, vielleicht sind es auch 82 oder 79 Farben den restlichen Markt auf. Und die Komplexität, finde ich, ist eher für den Endkunden schwierig zu verstehen, weil wir müssen es dem Kunden relativ einfach machen. Aber ich denke, dass das Thema Farbe, vielleicht leben wir da in einem Mikromarkt, ich weiß es nicht, das Thema Farbe bei uns eine ganz klare Rolle spielt und bei uns lange angekommen ist und wir mit all dem, wie wir zum Kunden gehen, also über Prospekte, über Internetauftritt, wie auch immer, eigentlich das Thema Farbe stark im Vordergrund stellen. Gerade aus dem Thema Haustür kommt das, ne? Also es gibt kaum eine Darstellung von Haustüren mittlerweile, die man in Weiß macht. Also das ist immer Anthrazitgrau oder immer andere Farbnuancen und da kommt ja ein starker Trend her, weil zumindest im Einfamilienhausbereich gehört nun mal auch zu jedem Haus eine Haustür und die maßgeblich ja auch wie die Fenster zum Design oder zur Optik des Hauses beiträgt.
Ja, danke. Ich würde dann zu den 3 schnellen, kurzen Fragen kommen, gerade zum Bereich der Reinigung. Nach dem Videoclip, wie bekommt man die Verschmutzung nach der Bauphase weg? Hier wurde genannt, Gips, Schmiere. Trotz Putzen sind die Verschmutzungen nicht weg in den Rillen. Ich fasse das mal zusammen. Wir haben es ja auch gesehen im Video. Nach der Bauphase bleiben die Reste drin. Trotz mehrmaligem Reinigen gehen sie nicht raus. Wie kann man da helfen? Ja, das ist immer die Frage, wie weit ist es schon? Was hat man schon gereinigt? Weil oft ist so, man hat irgendwie Putzreste oder Farbreste, irgendwas und hat dann angefangen, da rumzureiben. Dann ist die Oberfläche meistens schon zerstört. Dann kriegen sie das Thema nicht mehr raus. Das ist sehr schwierig. Sonst ist es relativ einfach. Einfach mit Wasser, Spülmittel und es halt lange einwirken lassen. Damit kriegen sie Gipsreste oder Putzreste wunderbar raus. Wir reden jetzt nicht vom Bauschaum, was ja auch öfters mal passiert. Das sind natürlich größere Probleme. Aber solche relativ einfachen Sachen gehen locker weg. Bloß es wird halt dann oft irgendwo nicht abgeklebt, es wird ordentlich versaut und dann kommt irgendein Handwerker hin und fängt dann an zu reiben. Und das ist im Endeffekt wie Schmirgelpapier, machen sie die Oberfläche kaputt. Aber wirklich Wasser einfeuchten, lange feucht halten, vielleicht ein bisschen Papier drauflegen, 5, 6, 10 Minuten dieses nasse, feuchte Papier auf der Oberfläche und dann vorsichtig mit einer kleinen Bürste abreiben und dann kriegt man eigentlich alles weg. Ja, danke. Ich denke, das war eine sehr klare Antwort. Eine weitere Frage. Anthrazitfarbene Fenster nach Süden. Zur Verschattung werden die Rollläden runtergelassen. Die Fenster werden aber sehr warm. Ist das problematisch? Also ich wiederhole das nochmal. Anthrazitfarbene Fenster, Südausrichtung, zur Verschattung Rollläden runter. Profile werden sehr warm, die Fenster. Die Frage ist das problematisch? Grundsätzlich sind jetzt Anthrazitfarben oder schwarzen Fenster, das ist nicht problematisch. Von den Wärmeaufnahmen hat man das im Griff. Es gibt natürlich schon Einbausituationen, wo man ein bisschen drauf schauen muss. Fenster bodentief, ein dunkler Fliesenbelag, eine dunkle Fensterbank und dann Südseite, Mittagssonne. Da können natürlich schon extreme Temperaturen entstehen. Oder wenn ein Rollladen ganz unten ist, dass ein gewisser Wärmestau entsteht. Das kann in Einbausituationen passieren, aber ist nicht der Regelfall. Also ein normales Fenster, Südseite, auch wenn der Rollladen runter ist, auch Anthrazitfarben, da dürfte nichts passieren. Also wie gesagt, man machen die Sachen also auch in Südamerika, in solchen Ländern, wo wirklich auch ganz andere Temperaturen sind, können sie auch ohne Probleme mit dunklen Oberflächen arbeiten. Aber es gibt auch immer wieder Ausnahmen. Ja. Würden Sie eine Empfehlung geben? Sie sagten, Rollladen nicht ganz runterlassen? Man sollte halt einen Hitzestau vermeiden. Hitzestau vermeiden. Ja. Das ist halt wichtig. Also deswegen hat ein Rollladen auch generell die Schlitze. Weil wenn sie die nicht hätten, dann die Sonne knallt drauf, dann wird sich der Rollladen sowieso, also auch bei normalen Temperaturen häufig verformen. Also eher würde der Rollladen Schaden nehmen als das Fenster? Normalerweise schon, ja. Gut. Dann die letzte Frage zum Thema Folienreparatur. An wen kann ich mich wenden, wenn der Fensterbauer unbekannt ist? Also bei Folienreparaturen, ich habe es ja vorhin angesprochen, wir schulen Betriebe, wir haben Fachbetriebe, wir haben eine Liste von Fachbetrieben. Das sind dann neutrale Betriebe, die jetzt nicht an einem Systemgeber angebunden sind. Die bieten wir an, diese Listen. Da kann man sich die Kontakte holen. Das sind Unternehmen, die auch teilweise Niederlassungen in allen Bundesländern haben. Und die sind von uns zertifiziert und die können solche Folienreparaturen durchführen. Wenn man aber weiß, wer zum Beispiel der Systemgeber ist, kann man auch an den Systemgeber gehen. Da sind auch oftmals Mitarbeiter geschult worden oder die wissen natürlich auch, welcher Betrieb könnte was machen an Reparaturen. Also da gibt es jetzt mittlerweile einen großen Bereich. Wir haben 2.500 Fachbetriebe ungefähr geschult. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, wo man Reparaturen bekommen kann. Aber solche Listen bieten wir an, bieten wir auch aus dem Internet an, haben wir also im Internet auch eine Seite oder meine Kontaktdaten sind ja auch in dieser Broschüre gelistet, dann einfach sich bei mir melden, dann mache ich den Kontakt. Ja, wäre es denkbar, wir als Branchenverband, dass wir solche Listen auf unserer Internetseite dann veröffentlichen? Wäre das denkbar, vielleicht als Hilfestellung? Das spricht grundsätzlich nichts dagegen, jetzt muss man das Thema Datenschutz nochmal prüfen, aber ja, also ich denke, wir das natürlich prüfen, aber also ich sehe aus den Fragen schon, da ist großes Interesse, da sind Schäden da, müssen wir uns mit auseinandersetzen und ist ja auch im Grunde heute gut, da Hilfestellung zu bieten. Also es wäre grundsätzlich denkbar, dass wir das Thema mal diskutieren können. Ja, gerne.
Prima. Ja, ich will gerade mal gucken, ob sozusagen, währenddessen ich jetzt gefragt und Sie geantwortet haben, noch eine weitere Frage eingegangen ist. Sekunde, ich muss das nochmal, habe das Programm jetzt geöffnet? Nein, keine weiteren Fragen. Gut, danke schön, Herr Feigenbutz. Dann übernehme ich nochmal. Also meine Herren, die Zeit mit Ihnen ist wie im Flug vergangen, aber dennoch möchte ich Sie alle nochmal abschließend zu Wort kommen lassen. Also hätte ich jetzt nochmal eine kurze Schnellfragerunde an Sie. Und zwar möchte ich anfangen mit meiner Frage an Herrn Nicolai gerichtet. Wir haben ja jetzt auch heute schon einige Male was zum Thema Denkmalschutz gehört. Und ja, wieso spielen Kunststofffenster, farbige Kunststofffenster im Bereich Denkmalschutz so eine untergeordnete Rolle? Können Sie da etwas zu sagen? Ja, also in wenigen Worten, wenn ich das absolut sagen wenigen darf. Worten. In den Beiträgen von den Wohnimmobilien kam ja die Begrifflichkeit, wir machen das nach den Vorgaben des Denkmalschutzes. Der Denkmalschutz steht im historischen Kontext und dieser historische Kontext wird nun mal auch in der Materialität gesehen. Das stimmt insofern, wenn das Denkmal eine reine Kulisse bleibt. Das haben wir ja manchmal, aber es gibt auch sehr viele Denkmäler, die genutzt werden und da muss natürlich die Innenraumsituation sich dann auch dieser Fenstersituation entsprechend anpassen und da würde ich sagen, gibt es gewisse Probleme dann, vor allem was die Wartung dann dieser Fenster anbelangt. Und da wären Kunststofffenster mit Sicherheit die bessere Lösung. Wie schafft man nun, das Thema Kunststofffenster näher an den Denkmalschutz zu kriegen? Das ist, wie Herr Feigenbutz ganz zu Anfang gesagt hat, wir verstehen uns hier als Wissensplattform und wir als IBK versuchen auch einen Wissenstransfer noch zu generieren, indem wir kurzerhand unser Wissen, und zwar genau dort einspielen, wo Wissen weitergegeben wird, nämlich in den Ausbildungsstätten. Viele Behördenmitglieder der Denkmalschutzbehörde haben bautechnischen Hintergrund. Oftmals sind es selbst Architektinnen oder Architekten. Und ich kann nur appellieren, je früher Sie mit dem Wissenstransfer in Richtung Planer gehen, desto weniger Erklärungsnotwendigkeiten haben Sie dann im Nachgang, weil das Thema Kunststoff ist kein fester Bestandteil der architektonischen Lehre. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Wir haben zu allen Materialien in gewisser Weise ein eigenes Lehrprogramm, aber nicht zu Kunststoffen. Okay, vielen Dank für diesen eindringlichen Appell zum Abschluss. Nochmal eine Frage an den Folienhersteller, Herr Hirkstetter. Und zwar, ja, wir haben ja jetzt heute wirklich viel über Trends gehört. Und ja, wenn ich jetzt mal Sie frage, wie lange dauert es eigentlich, bis man eine Folie entwickelt hat? Und lässt sich vielleicht auch da was verkürzen an diesen Entwicklungszeiten, damit Sie mal schnell reagieren können? Ja, man muss immer ein bisschen differenzieren. Ist es eine komplett neue Entwicklung oder ist es jetzt nur irgendein Farbnuance, also aus irgendeinem Grauton noch ein Mausgrau zu machen? Das geht relativ schnell. Die Farbpigmente sind alle getestet, die haben alle Tests durchlaufen. Das geht in wenigen Wochen. Wenn Sie jetzt aber eine komplett neue Entwicklung brauchen, mit neuen Farben, mit neuen Designs, mit ganz neuen Varianten, dann dauert die Sache schon länger. Das kann auch mal bis zu 2 Jahre dauern, bis alle Tests durchgelaufen sind, bis man auch RAL-Zertifizierung und Zulassung bekommen hat. Weil wir einfach auch nur Produkte anbieten, die wir auch mit Gewährleistung rausgeben können, weil eine Oberfläche, die dann irgendwann sich verfärbt, zerstört oder sonst was, ist ein negatives Image. Das wollen wir auf keinen Fall. Also geben wir nur Sachen raus, wo wir wirklich durchgetestet haben. Dadurch dauern solche Sachen länger. Aber es gibt auch Neuentwicklungen, wo man sagt, was macht vielleicht das Digitaldrucken? Ja, im Moment ist es vielleicht noch nicht so weit, aber vielleicht könnte das eine Zukunft bringen. Man sagt, dann kann man relativ schnell auch mal neue Designs machen. Also das ist man mit Sicherheit mit Hochdruck dran an diesen Entwicklungsstufen. Okay, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Systemgeber, an Herrn Fischer. Und zwar, ja, wie gesagt, Thema Trend auf der einen Seite, Thema Nachhaltigkeit auf der anderen Seite. Wir haben das schon in den Vorträgen gehört, aber gerne nochmal von Ihnen zusammengefasst. Also, wie sieht es denn mit dem Thema Nachhaltigkeit aus beim System, bei den Oberflächenlösungen? Könnten Sie da noch etwas abschließend zu sagen? Ja, in dem Vortrag, den wir heute gehört haben, wurde ja schon einmal kurz das Thema
End of Life besprochen. Hier geht es darum, dass wir eine Lösung haben und die schon seit vielen Jahren erprobt ist, dass ein altes Kunststofffenster, das sein Lebensende in einem Gebäude erreicht hat, und das ist üblicherweise nach 40, vielleicht auch mehr als 40 Jahren, wird aus dem Baukörper entnommen, wird zu einer Recyclinganlage gebracht und wird dort in seine Komponenten zerlegt. Das geschieht zu einem hohen Teil sehr automatisch, mit relativ wenig händischem Eingriff. Und die Komponenten, das heißt die Bestandteile dieses Fensters, sind fast alle am Ende noch weiter nutzbar. Heißt, ich kann aus der Fraktion aller Aluminiumteile einen Aluminium-Schrott erzeugen, den ich verkaufen kann. Ich kann aus den Stahlarmierungen, die in den Fensterprofilen sind, wunderbare Schrottkreisläufe bedienen. Und natürlich, und das ist unser wichtigster Aspekt, wird aus dem bestehenden Kunststoffprofil ein Regenerat sortiert und erzeugt. Und dieses Regenerat nutzen wir, um es wieder nicht zu downcyclen, sondern wieder in dasselbe Produkt, also wieder in ein Fensterprofil hinein zu extrudieren. Und das heißt, moderne Fensterprofile haben heute Kerne aus alten Fenstern. Danke, dass Sie das nochmal so gut zusammengefasst haben. Gerne. Ja, und die letzte Frage geht an Sie, Herr Leffler. Wir haben ja eingangs gesagt, wir wollen heute darüber sprechen, was der Markt eigentlich will. Und von Ihnen nochmal, ich sag mal so als Resümee gefragt, wie sind denn die Anforderungen auf dem deutschen Markt einerseits und wie haben sich die Anforderungen in den letzten Jahren verändert? Ja, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, die Komplexität hat sich erhöht. Das sind die Marktanforderungen, die kommen. Die Trends kommen von vielen Richtungen. Auch gerade die Systemhersteller sind ja da auch Europa- oder weltweit eingestellt. Das heißt ja, wir auf dem deutschen Markt erleben natürlich auch Trends, die von außerhalb kommen, die wir vielleicht gar nicht so gut finden, aber irgendwie mit reingetragen werden und dann uns entscheiden können, ob wir mit aufsatteln oder nicht. Wir satteln meist mit auf. Ich glaube, was für unsere Branche wichtig ist, spreche ich jetzt als Fensterbauer, ist, dass wir Produkte bekommen über den Systemgeber, über natürlich die Folienhersteller letztendlich, die dauergebrauchstauglich sind, die sicher sind. Wir brauchen sichere Vorprodukte, um, ich sage jetzt mal, ein Produkt zu haben, in das erstmal wir Vertrauen haben. Und in das letztendlich auch die Verbraucher Vertrauen haben. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Jahre daran gearbeitet, dass das Kunststofffenster auf diesem Qualitätslevel, auf diesem Vertrauenslevel beim Kunden ist, wo es jetzt steht. Ich glaube aber auch, dass wir in den vergangenen Jahren ein paar Dinge, ich benutze mal das Wortspiel, mit einem grauen Star betrachtet haben. Vielleicht auch ein bisschen blauäugig in das eine oder andere reingegangen sind, aber die heutige Diskussionsrunde hat mir auch wirklich gezeigt, und das stimmt mich optimistisch, dass wir da sehr viel Vertrauen auch in die Entwicklung geben können, dass wir die Farbtrends durchaus mitgehen können und da auch mehr dafür tun müssen. Und ja, das soweit als mein Abschluss. Mhm. Ja, ich wollte schon sagen, vielen Dank. Also man hätte keine besseren Schlussworte finden können. Also nochmal herzlichen Dank an die versammelte Runde hier. Wie gesagt, es wären noch viele Themen, über die wir sprechen könnten. Wir haben auch noch viele Fragen, aber gut, ich glaube, wir sind schon über der Zeit und deshalb verabschieden wir uns jetzt. Ich gehe jetzt wieder zurück zu Herrn Feigenwurz, der die Schlussworte spricht. Bitte schön. Die Schlussworte sagten Sie. Nichtsdestotrotz, wenn ich nochmal diesen letzten Gedanken des Podiums aufgreifen darf. Es wurde wiederholt schon auch die Frage an uns herangetragen, ob wir denn als Branche in der Lage wären, diese Dauergebrauchstauglichkeit auch in einen Zeitraum zu geben. Wir hatten ich will das nur kurz anfügen, ein langes Gespräch mit der DGNB, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, die im Grunde diese Forderung an uns herangetragen hat und sagte, es wäre gut, wenn wir als Industrie sagen können, ein Kunststofffenster hat eine garantierte Dauergebrauchstauglichkeit von x Jahren. So. Ich nehme mal den Gedanken auf, wir sollten das intern diskutieren, ob wir uns darauf verständigen können, eine solche Zahl anzugeben und im Prinzip auch unsere Kriterien der Gütesicherung auf diese Dauergebrauchstauglichkeit, auf diese, sagen wir mal, Lebensdauer inklusive Dauergebrauchstauglichkeit als gütegesichertes Produkt darzustellen. Ich glaube, das würde den Markt beleben, würde auch vor allen Dingen dem Verbraucher helfen, dann
seine Entscheidung zu treffen. Also vielen Dank ans Podium. Ein schönes Schlusswort des Podiums, ein guter Ansatz, dass wir auch diese Frage weitertragen. Schlussworte. Ich möchte die heutige Veranstaltung kurz in den 5 Minuten, die mir noch bleiben, zusammenfassen. Ich denke, das Thema Oberfläche ist ein Schwerpunktthema der Gütegemeinschaft. Das kann man sehr deutlich sagen aus unserem internen Programm. Aber ich denke, heute in der Veranstaltung ist ja klar geworden, dass das in allen Bereichen vom Systemgeber, vom Folienhersteller, von der Architektur, vom Design bis hin zum Fensterbau absolut relevant ist und auch im Grunde im Tagesgeschäft da ist. Insbesondere im Hinblick eben auf Design. Wir haben heute sehr schöne Designvielfalt erlebt. Im Hinblick auf die Funktionalität, und da sind wir wieder bei dem Thema Langlebigkeit, was wir vielleicht quantifizieren müssen, also weg aus dem qualitativen Begriff hin zum Quantifizieren und letztendlich zum Thema Nachhaltigkeit, wo es wichtig ist, dass man auch das klar definiert, worum geht es denn da. Und wir haben heute gehört, es gibt die Kriterien, gerade auch für die Oberflächen. Wir reden dort über Recycling, Emissionsreduktion und Langlebigkeit. Das sind wichtige Themen, die heute transportiert wurden. Ein weiterer Gedanke, der Anteil der Fenster, der farbigen Fenster, ist in der Realität sehr viel höher, als am Markt ankommt. Das hat das Video schön gezeigt. Viele Verbraucher kennen 2 Farben, wenn überhaupt. Auch das ist, denke ich, eine sehr wichtige Botschaft heute. Wir sind nahezu an einem Punkt, wo wir sagen können, nahezu jedes zweite Fenster ist bunt. Dritter Punkt, dritter wichtiger Aspekt, Oberflächen sind gütegesichert. Das ist, denke ich, auch eine sehr wichtige Botschaft, gerade im Hinblick auf Kaufentscheidung, insbesondere für Verbraucher und für Planer. Was ich heute auch als Botschaft mitnehmen möchte, sozusagen als Bindeglied zwischen der Branche, ist, dass wir mehr tun müssen in Richtung Kommunikation. Das, was die Branche anbietet, muss auch dort ankommen, wo es gebraucht wird oder gewünscht wird, nämlich beim Verbraucher. Und alles zusammengenommen, ganz aktuell in der gegenwärtigen Situation der Energiefrage oder der Energiekrise, nennen wir es mal beim Namen, so wie es auch ist. Kunststofffenster sind Teil der Lösung. Ich denke, das muss verstanden werden, das soll aufgenommen werden. Wir können hier viel beitragen, wenn es um die Frage des Energiesparens geht. Kann ich nur an den Markt adressieren, denken Sie an Kunststofffenster. Ich möchte mich bedanken bei allen Referenten. Ich möchte mich bedanken beim Podium, bei den Podiumsteilnehmern für die tollen Beiträge, für das runde Programm bei Ihnen. Und ich möchte mich natürlich auch insbesondere beim Haus Aluplast bedanken, die uns heute die Gelegenheit gegeben haben, diese Veranstaltung sozusagen mal direkt beim Systemgeber, beim Produzenten durchzuführen. Ich glaube, auch das ist ein klares Signal. Wie gesagt, herzlichen Dank an Sie alle und vielleicht einen kleinen Ausblick. Das war heute die 3. Wissensplattform. Wir planen jetzt schon die 4. Die wird im nächsten Jahr stattfinden und dort werden wir voraussichtlich das Thema Reinigung aufgreifen, denn ich habe heute Gefühl, das Thema Reinigung von Oberflächen, also lange schön bleiben, das im Grunde berührt alle Kriterien, Nachhaltigkeitskriterien, Designkriterien, aber auch das Wohlfühlkriterium. In dem Sinne bedanke ich mich nochmal bei allen, wünsche allen eine gute Nachhausefahrt und freue mich schon auf das nächste Technologieforum Zukunft. Dankeschön.